Hi, mein Name ist Peter Frahm und heute geht es um eins der grundlegendsten und wichtigsten Themen überhaupt, und zwar um den Wert des Lebens. Beziehungsweise in der zweiten Hälfte dieses Videos dann vor allem um das Wunder des Lebens. Denn sich dessen bewusst zu sein und diese positive Seite des Lebens überhaupt erst erkennen zu können, das bedeutet trotz aller Probleme, die wir haben, einen ganz großen Schritt in Richtung innere Zufriedenheit. Und innere Zufriedenheit ist quasi gleichbedeutend mit Lebensqualität. Okay, ich will heute mit einem Beispiel aus meinem eigenen Leben anfangen. Und zwar war das vor ungefähr 10 Jahren gewesen. Da habe ich ein Tennisturnier gespielt und irgendwann im Halbfinale war ich dann auf einmal so platt gewesen, dass meine komplette Beinarbeit den Geist aufgegeben hat. Das heißt, da ging einfach gar nichts mehr. Und das hat mich dann so frustriert und sauer und aggressiv gemacht, dass ich irgendwann wirklich lauthals einmal quer über die Anlage geschrien habe: Du lahme Sau! Du bist ja wirklich so zu blöd, um einfach zu laufen. Und eine Sekunde später oder so drehe ich mich um und sehe durch Zufall oben auf der Tribüne einen ungefähr 14-jährigen Jungen sitzen, der uns zugesehen hat. Und jetzt kommt im Rollstuhl und beide Beine amputiert. Ja, das heißt, da sitzt also ein Kind, das wahrscheinlich sein Leben dafür geben würde, noch einmal für ein paar Sekunden laufen zu können. Und was mache ich? Ich reg mich drüber auf, wie lahm ich doch angeblich bin. Ja, faszinierend, wie schnell man den Blick aufs Wesentliche verlieren kann, oder? Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass wir Menschen leider oft Weltmeister darin sind, die positiven Seiten unseres Lebens entweder zu verdrängen oder einfach als gegeben anzusehen und uns gleichzeitig von den Problemen, die wir haben, ja, komplett die Sicht vernebeln zu lassen. Vor allem hier in unserer westlichen Zivilisation, da dominiert ja leider ganz deutlich das Problemdenken. Schauen Sie sich allein mal unsere Nachrichten und Zeitungen an, wie da der Anteil von Positiv- zu Negativbotschaften ausfällt. Ich meine, was sind denn hier unsere erfolgreichsten Schlagzeilen? Raub, Mord, Totschlag, Krankheiten, Vergewaltigungen und Skandale. Das sind bittererweise die absoluten Bringer auf Seite 1, während mit positiven Meldungen ja wirklich kaum noch jemand hinterm Ofen hervorzulocken ist. Und das zeigt meiner Meinung nach, wie wir Menschen heutzutage größtenteils gepolt sind. Und diese Fokussierung auf Negativität, die blockiert natürlich ganz gewaltig unser Leben. Sie kennen das wahrscheinlich auch aus Ihrem eigenen Alltag, und zwar in Form Ihres inneren Kritikers. Das ist diese nervige, penetrante Stimme in Ihrem Kopf, die Ihnen mindestens 20 Mal am Tag sagt, wie schlecht Sie doch angeblich sind. Ja, das kannst du nicht, hier bist du wieder zu schlecht, war ja klar, dass es wieder nicht hinhaut. Du Idiot, du Trottel, lass es doch einfach sein, geht ja sowieso immer alles in die Hose. Ja, das ist dieser innere Kritiker, den wir alle mehr oder weniger in unserem Kopf haben. Und obwohl das ja durchaus ein Teil von uns selbst ist, ist das kurioserweise trotzdem für die allermeisten Menschen auf diesem Planeten der mit Abstand größte und auch mächtigste Feind überhaupt im Leben. Und hier in diesem Video, da möchte ich Sie aber jetzt mal dazu einladen, mit mir zusammen diese ganze Negativität jetzt einfach mal für ein paar Minuten beiseite zu schieben und wirklich Ihr eigenes Leben jetzt mal für kurze Zeit aus einem komplett anderen Blickwinkel zu betrachten. Und zwar aus einem, wie ich finde, sehr, sehr faszinierenden und auch lebensbejahenden Blickwinkel. Also, wir schieben jetzt sozusagen die Wolken einfach mal weg, um den Himmel mal sehen zu können. Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Sie sitzen gerade an Ihrem PC oder haben zumindest ein Handy, mit dem Sie das hier gucken. Was glauben Sie jetzt, wie viele Menschen weltweit sich sowas leisten können? 3%, 5%? Wie hoch auch immer diese Zahl sein mag. Machen Sie sich einfach mal jetzt in diesem Moment bewusst, dass Sie einer von ganz, ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten sind, der es sich erlauben kann, einfach in Ruhe am PC zu sitzen und ein Video zu gucken. Ich finde, wir vergessen sowas immer, dass diese Art von Freiheit wirklich was Besonderes ist. Wahrscheinlich, weil es eben einfach normal für uns ist, weil wir es tagtäglich um uns herum haben. Irgendwo habe ich sogar mal gelesen, dass man allein dadurch, dass man ein paar Euro Kleingeld besitzt, schon zu den 8% der wohlhabenden Menschen auf diesem Planeten zählt. Unglaublich, oder? Okay, weiterhin gehe ich jetzt mal davon aus, dass diejenigen, die dieses Video hier sehen, größtenteils in Deutschland leben. Und auch wenn hier noch längst nicht alles glatt läuft, bedeutet das im globalen Zusammenhang trotzdem für mich, dass wir hier momentan in einem Land leben, in dem wir keinen Krieg haben, wir haben keine Hungersnot, wir haben keine Seuchen oder Epidemien. Sie leben höchstwahrscheinlich in Freiheit statt in Gefangenschaft. Sie können wählen, wen sie wollen, ohne dafür gefoltert und ermordet zu werden. Und sie haben wahrscheinlich ein Dach über dem Kopf, plus Kühlschrank, plus fließendes Wasser, das man teilweise bei uns sogar trinken kann. Und sie können höchstwahrscheinlich auch entweder lesen oder schreiben, was auch ungefähr 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten nicht können. Und sie haben mit größter Wahrscheinlichkeit auch die Schule besucht und ihre Kinder, die haben ebenfalls die Möglichkeit, die Schule zu besuchen. Und das sind ja alles Voraussetzungen, die auch heute noch weltweit in nur ganz, ganz wenigen Ländern bestehen. Wenn ich zum Beispiel in Somalia statt in Deutschland geboren wäre, dann wäre ich wahrscheinlich spätestens mit 12 meinen Eltern entzogen worden und als Kindersoldat rekrutiert worden, was mein Leben ja nun wirklich unweigerlich für immer versaut hätte. Gut, jetzt sagen manche Leute, ja, das ist doch schön Schönfärberei, das ist doch alles nichts Besonderes.
Dazu sage ich, natürlich ist es was Besonderes, wir haben das nur vergessen. Denn stellen Sie sich einfach mal vor, das alles würde Ihnen ab morgen genommen. Ja, Sie müssten zum Beispiel mit jemandem tauschen, der aus einem Kriegsgebiet kommt oder aus einem afrikanischen Elendsviertel mit allem drum und dran. Ich meine, was glauben Sie, wie lange das dauern würde, bis Sie erkennen, wie besonders unser Zustand hier in Wirklichkeit ist? Eine Stunde, vielleicht 2 Stunden, wenn überhaupt. Andere sagen jetzt vielleicht, ja, das stimmt ja durchaus, ist ja auch alles schön und gut, aber davon lösen sich ja jetzt meine Probleme auch noch nicht in Luft auf. Und dazu kann ich sagen, das ist absolut richtig, die lösen sich dadurch wirklich nicht in Luft auf, zumindest die größeren Probleme nicht, aber darum geht es mir hier auch gar nicht, denn Probleme, die gibt es immer im Leben. Und zwar für jeden, egal wie gut ihr Leben ist, egal wie glücklich sie sind, wie positiv eingestellt, wie viel Geld sie haben. Solange sie leben, werden immer wieder Probleme und Herausforderungen auftauchen. Das ist leider so, das ist einfach der Lauf der Dinge. Fakt ist aber, dass sie mit ihren Problemen wesentlich besser umgehen können und falls sie das wollen, die auch wesentlich besser lösen können, wenn sie generell in der Lage sind, auch die positiven Aspekte ihres Lebens zu sehen, anstatt sich von den negativen Aspekten komplett überrollen zu lassen. Und das ist einer der entscheidenden Faktoren für ihre Lebensqualität, wie gut sie mit den Problemen und Herausforderungen ihres Lebens klarkommen. Also spinnen wir doch jetzt einfach mal dieses Gedankenexperiment von vorhin ein bisschen weiter. Ich sage zum Beispiel auch, seien Sie glücklich über die Zeit, in der wir heute leben. Denn die Generation meiner Großeltern zum Beispiel, ich glaube nicht, dass die es damals wesentlich einfacher hatten als wir heute. Ganz im Gegenteil natürlich. Denn da kamen sie überspitzt gesagt, samstags traumatisiert aus dem Krieg heim, haben gesehen, wie ihre Freunde und Kameraden da links und rechts neben ihnen erschossen wurden. Und montags morgens hieß es dann auf einmal, so, jetzt aber ab auf die Arbeit, stell dich nicht so an. Während wir uns heute ja mit sowas wie Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen können, um unser Leben zu verbessern. Ich denke also, wir haben da wirklich eine ganz gute Zeit erwischt, gerade im historischen Vergleich. Weiterhin gehe ich jetzt mal ganz schwer davon aus, dass Sie, wenn Sie dieses Video hier gucken, noch am Leben sind. Alle Anzeichen sprechen ja dafür. Und allein das ist schon ein einziges riesiges Wunder. Vielleicht ist es jetzt ein witziger Gedanke, aber machen Sie sich ruhig mal bewusst, dass Sie ganz allein von ca. 400 Millionen Spermien nicht nur das schnellste waren, sondern auch noch das einzige, das überlebt hat. Alle anderen außer Ihnen haben das nicht geschafft. Alle anderen 399 Millionen haben es nicht gepackt. Einzig und allein Sie. Also egal wie unsportlich Sie heute in Ihrem Leben auch sein mögen, Sie gehören trotzdem schon mal auf jeden Fall zur absoluten Top-Elite, allein dadurch, dass Sie heute da sind. Wie gesagt, das ist natürlich ein witziger Gedanke, aber das sind einfach die Fakten. Und diese Theorie, die kann man ja immer weiterspinnen. Was wäre zum Beispiel passiert, wenn Sie damals einfach eine Stunde später gezeugt worden wären? Wären Sie dann immer noch der Schnellste gewesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Dann denke ich persönlich auch oft daran, was das für ein unglaublicher Zufall war, dass sich meine Eltern überhaupt erst kennengelernt haben. In meinem Fall kommen die nämlich aus völlig unterschiedlichen Gegenden Deutschlands und haben sich irgendwo durch Zufall in Frankreich oder Italien auf so einer Jugendfreizeit kennengelernt. Aber auch nur, weil mein Vater wohl an diesem Abend so ein unmögliches Hemd angehabt hat, dass er meiner Mutter direkt aufgefallen ist. Ja, was wäre gewesen, wenn er dieses unmögliche Hemd nicht angehabt hätte? Was wäre gewesen, wenn er 10 Minuten später um die Ecke gekommen wäre? Hätten sich die beiden dann immer noch kennengelernt? Wer weiß, schwer zu sagen, wahrscheinlich nicht. Und genau dasselbe, das gilt für ihre Großeltern, für ihre Urgroßeltern und für ihre Ururgroßeltern. Und streng genommen geht das bis ganz zum Anfang zurück. Das heißt, wenn vor 70.000 Jahren einer ihrer Vorfahren beim Jagen zum Beispiel umgeknickt wäre und deshalb eine halbe Stunde später nach Hause gekommen wäre, um ein Kind zu zeugen, dann wären sie jetzt wahrscheinlich heute nicht da. Und nochmal, so absurd das natürlich alles klingen mag, aber das sind einfach die Fakten. Es ist unglaublich, dass Sie und ich heute am Leben sind. Dafür hat wirklich alles zu 100% klappen müssen, und zwar seit Anbeginn der Zeit bis heute. Und genau das meine ich mit Wunder des Lebens. Ganz zu schweigen davon, dass auf unserem Planeten hier überhaupt erst intelligentes Leben entstehen konnte, denn auch dafür ist die Wahrscheinlichkeit ebenfalls wirklich verschwindend gering gewesen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt damit geht, aber mich persönlich motiviert das absolut, denn das Ganze bedeutet natürlich auch, dass die Menschen, die in ihrem Leben sind, dass die genau den gleichen Prozess durchlaufen haben müssen. Wenn Sie also eine Person haben in Ihrem Leben, die Ihnen sehr, sehr am Herzen liegt, sei es eine Beziehung oder eine Freundschaft oder einfach jemand aus Ihrer Familie, dann schauen Sie demjenigen beim nächsten Aufeinandertreffen wirklich einfach mal tief in die Augen und erinnern sich an das hier, was das für ein unrealistischer Zufall oder wer weiß, vielleicht ja auch Wink des Schicksals ist, dass ausgerechnet Sie beide sich aus all diesem Chaos über die Generationen hinweg und unter mittlerweile ja auch fast 7 Milliarden Menschen überhaupt erst kennengelernt haben. Und wenn dieser Mensch jetzt gerade bei Ihnen im Nebenzimmer sitzen sollte, dann gehen Sie gleich nach diesem Video einfach mal rüber und umarmen ihn mal ganz fest. Einfach mal so, weil Sie am Leben sind.
Oder was weiß ich, schicken Sie einfach dieses Video hier weiter an die Menschen, die Ihnen wichtig sind. Ganz wie Sie wollen. Und nochmal, wie gesagt, das alles hier, das löst noch längst nicht all Ihre Probleme. Aber machen Sie sich trotzdem, wenn Sie wollen, mehrfach am Tag dieses Wunder des Lebens bewusst. Gerade in Zeiten, in denen Sie beginnen, vor lauter Schwierigkeiten den Blick aufs Wesentliche zu verlieren. Denn dann sind Sie auch in der Lage, Ihre Probleme wirklich aktiv anzugehen, ohne davon einfach nur erschlagen und überrollt zu werden, wie das vielen ja so geht. Interessanterweise gelingt diese positive Einstellung denjenigen Menschen am besten, die schon mal eine richtig heftige Krankheit überwunden haben. Oder denjenigen, die einen heftigen Autounfall hatten und den überlebt haben. Oder auch Leuten, die so eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Denn selbst wenn diejenigen danach teilweise nur noch eingeschränkt leben können, die erkennen dann interessanterweise oft den Wert des Lebens, denn die hätten es ja fast mal verloren. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden, der hat mal im Koma gelegen und den haben die Ärzte schon abgeschrieben. Die wollten schon die Maschinen abschalten, weil es wohl einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Und dann ist er aber wie durch ein Wunder irgendwie wieder zurückgekommen, konnte sich damals keiner erklären. Und der lebt jetzt zwar ein bisschen eingeschränkt, aber ich habe ihn dann mal gefragt, ja, was ist denn das Gute daran, was Ihnen passiert ist? Was ist jetzt in Ihrem Leben, das gut ist, was vorher nicht da war? Und da hat er überlegt und dann gesagt, ja, dass ich jetzt endlich mal den Wert des Lebens kennengelernt habe. Und kurz danach hat er dann seinen 60. Geburtstag gefeiert und davon hat er mir später erzählt. Hat gesagt, es war mit Abstand der beste, emotionalste und spektakulärste Geburtstag seines ganzen Lebens gewesen. Alle Freunde wären da gewesen. Er hätte Rotz und Wasser geheult vor Glück, allein am Leben zu sein und seine Freunde nochmal wiedersehen zu können. Okay, das war's von mir für heute. Wenn Sie das hier motiviert hat, was ich doch schwer hoffe, dann schicken Sie dieses Video gerne an Ihre Freunde und Kollegen weiter. Und wie immer hoffe ich, dass wir uns demnächst mal bei einem meiner Seminare oder auch bei einem persönlichen Coaching sehen. Bis dahin, alles Gute.